Dann verstehe ich nicht, warum er Steffi zu mir schickt. Sie sollte mich überzeugen, ihm den Chefposten zu geben. Das ist ja wohl nicht wahr. Ich bin natürlich nicht drauf eingegangen. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Nick ist dein Bruder, aber wenn es um seinen Vorteil geht, scheint er diese Tatsache zu vergessen. Also mir ist das sonnenklar. Du bist total verliebt. Verliebt? Ich mag ihn gern. Kennt Steffi vielleicht den Vater, den du so unbedingt geheim halten willst? Nein, den kennt überhaupt niemand. Außer dir. Ich kenne ihn auch nicht. Clarissa hat mir alles erzählt. Mit so einem miesen Intriganten wie dir will ich nicht mehr zusammenarbeiten. Ich steige aus, sofort. Und meinen Anteil kannst du vergessen. Uli, jetzt warte doch. Ich habe Clarissa niemals darum gebeten, das Geschäft zu leiten. Du bist nicht nur hinterhältig, du bist auch noch feige. Uli, wo willst du denn hin? Zu einem Anwalt! Wo willst du hin? Zu Clarissa. Sie schuldet mir ein paar Erklärungen. Den Weg kannst du dir sparen. Ich hab's wirklich nur gut gemeint. Du warst noch nicht etwa bei... Ja, was sollte ich denn machen? Zusehen, wie ihr euch hier die Köpfe einschlagt und unser Projekt den Bach runtergeht? Soll ich dir jetzt noch dankbar sein, dass Uli mich für eine linke Ratte hält? Woher sollte ich denn wissen, dass Clarissa ihm so einen Quatsch erzählt? Indem du deinen Kopf mal ausnahmsweise nicht als Hutständer benutzt, Steffi. Danke. Um nochmal auf unser Gespräch von vorhin zurückzukommen. Ich kann schon verstehen, dass du den Vater deines Kindes nicht mehr sehen willst. Trotzdem, es geht jetzt nicht mehr nur um dich. Ja, ganz so schlimm kann er doch nicht gewesen sein, wenn du mit ihm... Oder hat er dich gezwungen? Nein. Es ist nur... Er war eigentlich ganz nett, aber... Ich will es nicht. Ich will ihn nicht Ja, wiedersehen. niemand zwingt dich dazu. Trotzdem solltest du dir Gedanken darüber machen, dass sein Vater auch Pflichten hat. Ich weiß, er müsste Unterhalt zahlen. Ja, Das interessiert mich aber nicht. du kannst doch nicht im Namen deines Kindes auf Dinge verzichten, deren Tragweite du noch überhaupt nicht überblicken kannst. Wir kommen auch ohne sein Geld aus, wenn er überhaupt welches hat. Also gut, lassen wir die rechtlichen Sachen mal beiseite. Irgendwann wird dein Kind dich fragen, wer sein Vater ist. Was willst du ihm dann sagen? Und Mama, ich weiß doch noch nicht mal, ob ich es überhaupt kriegen will. Ja, diese Entscheidung kann ich dir natürlich nicht abnehmen. Aber egal, was du tust und wie du dich entscheidest, ich unterstütze dich so gut ich kann, okay? Danke. Darf ich dir trotzdem noch ein Aperitif anbieten? Nein, danke. Ich bin schon so gut wie weg. Keine Chance, dass du es dir noch überlegst? Florian und Bastiane würden sich sicher auch freuen, wenn du noch zum Essen bleibst. Ich habe dir doch erklärt, ich bin schon verabredet. Ruf an und sag ab. Zu spät. Okay, ich gebe mich geschlagen. Trotzdem, vielen Dank für die Einladung. Das nächste Mal kommst du aber nicht so einfach davon. Da wirst du aber deinen ganzen Charme auffahren müssen. Ich denke, dagegen bist du immun. Nur weil ich auf Frauen stehe, heißt das noch lange nicht, dass wir nicht mehr zusammen was unternehmen können. Warte, ich bring dich noch zur Tür, ja? Nicht nötig, ich finde den Weg schon. Ja, dann ciao. Tschüss. Na? Wie war denn euer Ausritt? Nina ist eine sehr gute Reiterin. Sie scheint dich ja sehr beeindruckt zu haben. In der Tat. Sie ist anders als die meisten Frauen, die ich kenne. Steht sie eigentlich auf Opern? Wie kommst du denn jetzt darauf? Weil ich für heute Abend zufällig 2 Karten ergattert habe. Hast du Lust? Ob ich... Was für eine Frage, natürlich. Aber seit wann interessierst du dich dafür? Das ist alles nur deine Schuld. Wenn du dir nicht eine Arie nach der anderen reingezogen hättest, wäre ich gar nicht erst auf den Geschmack gekommen. Manchmal frage ich mich wirklich, wie Steffi das Abi gepackt hat. Jedenfalls nicht, indem sie Kopfhörer zerstört. Du kennst sie doch auch. Ist sie zu Clarissa gegangen, weil sie einfach zu dumm ist? Oder was hat sie sich dabei gedacht? Also nach allem, was du erzählt hast, glaube ich schon, dass sie dir helfen wird. Mir kommen die Tränen. Sicher, Nick. Es war bestimmt keine gute Entscheidung, zu Clarissa zu gehen.
Aber wenn Clarissa Uli so einfach weismachen kann, dass du den Boss spielen willst, dann stimmt doch irgendwas nicht. Was soll denn das heißen? Ich will Uli nicht linken. Das behauptet doch auch gar keiner. Ja, und warum schwingst du dann so große Reden? Pass mal auf. Du gibst Steffi Geld für ihre Fotos. Du finanzierst diesen Radiosender. Du steckst das Geld in eure Boutique. Du steckst das Geld in die Aktien. Weil Uli noch nicht 18 ist. Und was ist, wenn das doch wäre? Ja, dann würde es Dr. Love zum Beispiel nicht geben. Weil du nicht mehr allein entscheiden kannst. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Dann geh auf Clarissas Vorschlag ein. Mach Uli zum Chef. Hier kaufe ich dir einen Fernsehsender. Danke. Du glaubst gar nicht, wie schrecklich ich mich gefühlt habe, als ich meiner Mutter diese Geschichte auftischen musste. Niemand hat dich dazu gezwungen. Was sollte ich denn machen? Sie hat einfach keine Ruhe gegeben. Wieso hast du denn nicht die Gelegenheit genutzt und die Karten offen auf den Tisch gelegt? Ich weiß ganz genau, warum. Tja, und wenn Nick von selbst drauf kommt und zu dem Kind stehen will? Irgendwann wirst du es nicht mehr länger verbergen können. Spätestens dann kann er an 10 Fingern sich ausrechnen, dass er der Vater sein könnte. Nicht, wenn ich ihm klar mache, dass er nicht der einzige Typ auf der Welt ist. Und du glaubst, er kauft dir ab, dass du mit dem Erstbesten ins Bett steigst. Es wird ihm wohl nichts anderes übrig bleiben. Wenn das mal gut geht. Es muss. Hi. Hallo. Habt ihr Nick irgendwo gesehen? Nee, Ich auch nicht. Gut, wenn ihr ihn seht, sagt ihm doch bitte, dass ich ihn unbedingt sprechen muss, ja? Machen wir. Tschüss. Tschüss. Heino, weißt du, wo Nick steckt? Keine Ahnung. Aber wenn er auftaucht, schicke ich ihn zu dir. Hm? Tschüss. Tschüss. Wenn Erika sagt, dass sie nichts weiter erzählt, dann hält sie sich auch dran. trotzdem. Für einen Moment habe ich geglaubt, dass Steffi alles weiß. Tja, in ein paar Monaten wird sie zumindest sehen, dass sie Tante wird. Und Nick wird wissen... Bis dahin muss mir was eingefallen sein. Kaffee ist fertig. Auch für dich. Danke dir. Der Vater ist also ein Austauschschüler. Versuchst du immer noch nicht herauszufinden, wer er ist? Dann vertraut Millie mir nie mehr. Und solltest du ihr wenigstens klar machen, dass der junge Mann allmählich Verantwortung zeigen müsste. Ich will sie jetzt nicht unter Druck setzen. Sie weiß ja noch nicht mal, ob sie das Kind überhaupt behalten will. Möglicherweise ist ein Abbruch in ihrer Situation das Vernünftigste. Sie will es zur Adoption freigeben. Ich möchte ihr anbieten, das Kind hier bei uns großzuziehen. Wenn sie es doch behalten will und falls du damit einverstanden bist. Vielleicht ist es einfacher, wenn du sagst, was du denkst. Selbstverständlich will ich, dass Millie... Ach, vergiss doch mal Millie. Was willst du? Seit über 20 Jahren habe ich in diesem Haus Kinder um mich gehabt und großgezogen. Jetzt wollte ich eigentlich mal etwas anderes tun. Zum Beispiel? Verreisen mit dir, ausgehen, das Leben genießen. Erika, wir haben unsere Schuldigkeit als Eltern getan. Jetzt sind andere dran. Hm? Oh, was ist das denn? Wird die gefoltert? Ach, Jackie, das ist Kultur. La Traviata, eine der bedeutendsten Opern des letzten Jahrhunderts. Seit wann interessierst du dich für Opern? Seitdem Popmusik nur noch von Kleinkindern für Kleinkinder geschrieben wird. Okay, das ist die offizielle Version. Und jetzt bitte den wahren Grund. Henning, wir besuchen heute Abend zusammen eine Aufführung. Naja, man muss eben Opfer bringen, wenn man sein Ziel erreichen will. Ja, also Opfer ist echt das richtige Wort. Auf jeden Fall wird Henning schwer beeindruckt sein. Darüber, dass du dir freiwillig das Geschrei antust? Jackie, früher war ich ein kleines Kind für Henning, das ihn nicht interessiert hat. Aber heute, da haben wir die gleichen Interessen. Ja, was Musik angeht. Und selbst das spielst du ihm nur vor. Ja, was soll ich denn sonst machen? Mich mit ihm über Pferdezucht oder Avatex unterhalten? Abgesehen davon, dass er stinklangweilig ist, kann ich da überhaupt nicht mitreden. Ja, du bist eben nicht auf dem gleichen Level wie Henning und das wird er auch super schnell merken. Aber nicht, wenn ich ihn ablenke. Und? Sehr gewagt für die Oper. Dann ist es gerade richtig. Nick? Es ist alles meine Schuld. Ich war bei Clarissa. Nick hat nichts davon gewusst. Ich schwör's. Komm, brich dir keinen ab.
Sobald ich meinen Anteil habe, kann Nick hier den Boss spielen. Nick will doch zusammen mit dir was auf die Beine stellen. Dieses Ich bin der Boss, das ist doch erst auf Clarissas Mist gewachsen. Und weil er nicht damit klargekommen ist, dass Clarissa ihm den Posten nicht angeboten hat, sollte ich hier einen Vorschlag ablehnen. Nick hat gewusst, dass es wegen Clarissas Bedingung Ärger gibt. Das wollte er verhindern. Der gute Nick. Demnächst wird er noch heilig gesprochen. Und du kriegst einen Preis für deine... Merkst du denn nicht, dass du für Clarissa nur eine Marionette bist? Sie will, dass ihr euch streitet. Glaubst du auch, du brauchst Nicks Spinnereien nur oft genug zu wiederholen und schon falle ich drauf rein? Mann, Uli, das ist kein Trick. Für wie blöd haltet ihr mich eigentlich? Ich krieg raus, was Nick vorhat und du ziehst hier so eine Nummer ab. Ja, das beweist doch nur, dass ich dich nicht linken will. Sonst würde ich mir doch was Besseres einfallen lassen. Ist hier noch ein Plätzchen frei? Ich war noch nie hier. Du? Doch. In letzter Zeit war ich sogar öfter hier. Wieso in letzter Zeit? Einfach nur so, zum Rumsitzen. Wie ist das so? So rumsitzen? Kühl. Oh. Danke. Besser? Mhm. Du weißt, dass wir dir helfen wollen. Deine Mutter und ich. Danke, aber ich schaff das schon. Irgendwie. Ich fürchte, irgendwie reicht in dem Fall nicht. Ich bin schwanger. Es ist weder ansteckend noch besonders gefährlich. Es verändert dein Leben und das anderer. Keine Angst. Keiner von euch wird darunter leiden, dass ich eine Dummheit begangen habe. Weißt du eigentlich, wie kompliziert Adoptionsgesetze sind? Kennst du? Danke für die Jacke. Millie, ich will dich nicht vertreiben. Komm. Die Ärzte meint sowieso, ich soll mich noch ein bisschen bewegen. So, da bin ich wieder. Entschuldige, dass es so lange gedauert hat, aber die Bar war dem Andrang nicht gewachsen. Danke. Ich habe zu danken. Für die Einladung und die bezaubernde Begleitung. Und du fandest das Kleid zu gewagt. Ich muss blind gewesen sein. Auf, schlürfe in durstigen Zügen. La Traviata, erster Akt. Du weißt doch, wo Alfred seiner heißgeliebten Violetta zuprostet. Ah ja? Ach, ich liebe dieses Stück. Es endet zwar tragisch, Aber? es ist trotzdem eine wunderschöne Liebesgeschichte. So wie heute Abend. Sie liebt ihn und opfert sich für ihn, aber er liebt eine andere. Die zieht ihn aber völlig runter und als er es merkt, ist es schon zu spät, weil ihn das Zeitliche segnet. Ach, wenn das nicht zu Herzen geht. Genau das habe ich auch gedacht, als ich das Stück zum ersten Mal gesehen habe. Aber bereits bei der zweiten Aufführung dann ist mir bewusst geworden, dass es auch ganz andere Interpretationsmöglichkeiten des Stoffes gibt. Sartre zum Beispiel. Der Name sagte doch was. Prima, wir können rein. Habe ich was von Wegbringen gesagt? Hast du zu viele Western geguckt oder was? Statt dich volllaufen zu lassen, solltest du lieber mit deiner Alten reden. Steffi hat ziemlich down ausgesehen. Ja, ihr Problem. Hi. Eine Cola. Ich habe mal wieder ziemlich großen Mist gebaut. Was denn diesmal? Ich habe meinem großen Bruder unterstellt, dass er mich linken will. Dabei wollte er nur verhindern, dass ich auf Clarissa reinfalle. Tja, dein großer Bruder ist ein kluger Junge. Ja, manchmal hat er voll den Durchblick. Aber manchmal liegt er auch voll daneben. So wie ich. Dir ist schon klar, dass du mich gerade um meinen Whisky bringst, ja? Schlimm? Tut mir leid, dass ich so blöd war. Schon vergessen. Heino, eine Cola. Hast du schon einen Plan, wie es weitergeht? Ja, wir müssen eine neue Geldquelle auftun. Ja, aber das kostet Zeit und Zinsen. Womit wir wieder bei Clarissa wären. Um die kümmere ich mich persönlich. Ja, aber nicht so, wie du denkst. Du stattest Tantchen einen kleinen Besuch ab und sagst ihr, dass wir ihre Bedingungen akzeptieren. Wir wollten alles gemeinsam entscheiden. Ja, aber das muss sie ja nicht wissen.
Schade, dass es damit bald vorbei ist. Wie kommst du drauf? Angenommen, Millie will das Baby behalten. Willst du sie in ein Heim für alleinerziehende Mütter stecken? Und ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, wie es weitergehen soll. Das hast du doch vorhin schon gewusst. Ja, da habe ich aber noch nicht diesen Wein entdeckt, um mit dir anzustoßen. Außerdem habe ich etwas Zeit gebraucht, mich an den Gedanken zu gewöhnen, Ersatzoper zu werden. Das klang aber heute Morgen noch ganz anders. Ich habe Millie im Park getroffen vorhin. Sie ist so tapfer, will alles alleine durchstehen. Dabei ist sie selbst fast noch ein Kind. Und Kinder machen Fehler, besonders in Situationen, die sie überfordern. Weißt du, Erika, die letzten Wochen mit Florian waren mir eine gute Schule. Eben fällt mir wieder ein, warum ich dich liebe. Millie? Ja? Komm mal her, wir müssen mit dir reden. Um was geht's denn? Um unsere Familie. Genau wie früher. Sag bloß, du erinnerst dich nicht mehr daran, dass Gero und ich dich immer in die Kinderoper begleiten müssen. Ja, Hänsel und Gretel. Gott, aber das ist ja schon eine halbe Ewigkeit hier. Ja. Aber ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass du immer die anderen Kinder beobachtet hast. Und ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass ihr zweimal auf der Toilette geraucht habt. Das hast du gewusst? Ja, ich war zwar klein, aber nicht blöd. Außerdem habt ihr nach Rauch gestunken. Barbara hat's auch gemerkt. Und um ein Haar wäre Geros und mein Skiurlaub ins Wasser gefallen. Und ihr hättet euch den ganzen Nachmittag umsonst um die Ohren geschlagen. Sag mal, war es eigentlich ein sehr großes Opfer für dich? Naja, ich wäre natürlich lieber mit einem Mädchen in meinem Alter ausgegangen, aber die Zeiten sind vorbei. Und aus dem Kind ist eine sehr hübsche junge Dame geworden. Die sich aber jetzt nicht mehr für die Leute, sondern für die Inszenierung interessiert. Bist du eben erwachsen geworden? Wie gesagt, du kannst die Schule fertig machen. Studieren, wenn du willst. Ich finde das... Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Sag ja. Jetzt lass sie erst mal in Ruhe über alles nachdenken. Wir wollen dich auf gar keinen Fall bedrängen, hörst du? Ihr seid wirklich total lieb, echt. Danke. Hörst du? So gewinnt man einen Fan. Wenn ich es doch nur behalten könnte. Aber das kann ich nicht, sonst erfährt Nick alles. Bist du ja endlich. Gibt's was zu feiern? Eigentlich nicht. Wozu dann dieser Aufriss? Naja, ich dachte, du freust dich vielleicht ein bisschen, wenn ich eine Kleinigkeit vorbereite. Ach so, Uli und ich, wir haben eine Lösung gefunden. Clarissa ist also kein Problem mehr. Dann können wir unseren dummen Streit ja jetzt... Steffi, glaub jetzt bloß nicht, dass damit deine Aktion vom Tisch ist, ja? Dann können wir ja jetzt essen. So, Freunde, das war ein Wunsch von Ben aus Köln für seine Freundin Gabi aus Bad Salzdetford. Jetzt kommen wir zu Steffi. Steffi ist sehr, sehr traurig. Sie hatte nämlich Streit mit ihrem Freund Nick. Also Nick, wenn du mich hörst. Sei nicht mehr böse auf deine Freundin. Ich meine, was immer sie auch getan hat, sie wollte dir sicherlich nur helfen. Also. Gib deinem Herz einen Stoß und nimm sie ganz, ganz fest in den Arm. Ja? Ich hab's wirklich nur gut gemeint.
mach sowas nie wieder. Verstehst du? Nie. Und, wie hat's dir gefallen? Oh, ich fand's toll, absolut toll. Huch, danke, aber wofür? Für den schönsten Opernabend seit Hänsel und Gretel. Oder soll ich die Rose zurücklegen und wir gehen stattdessen auf die Toilette eine rauchen? Nein, aber wir könnten was trinken gehen. Ja, da sage ich nicht nein. Obwohl, ich habe morgen früh einen Termin. Ach, ein bisschen Zeit haben wir doch noch. Ja. Wie wär's denn, wenn wir auf Friedenau noch einen Drink zu uns nehmen? Das ist eine gute Idee. Nick ist doch klüger, als ich dachte. Nick hat eben eingesehen, dass wir ohne dein Geld den Laden vergessen können. Gute Arbeit. Danke. Ja, dann wird mein Anwalt morgen alles in die Wege leiten. Wozu denn ein Anwalt? Du bist noch nicht 18. Also werde ich für dich unterschreiben. Rein pro forma. Der Chef bist natürlich du. Oder hast du einen besseren Vorschlag? Eigentlich, Nick wollte alles unterschreiben. Ja, ich habe das Sagen und er tanzt nach meiner Pfeife. Soll mir auch recht sein. Ja gut, dann gehe ich jetzt. Tschüss. Tschüss. Ich komme meiner Kiste Champagner immer näher. Freu dich nicht zu früh. Hast du nicht gemerkt, dass sich der Kleine nach Strich und Faden belogen hat? Die beiden haben sich wieder vertragen, die wollen dich reinlegen. Charlie, diese Neuigkeit hat einen Informationsgehalt einer Zitrone. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mich von diesem Grünschnabel an der Nase rumführen lasse. Ja, weshalb gibst du ihm dann das Geld? Weil es nur eine Frage der Zeit ist, bis Uli merkt, dass nur einer gewinnen kann. Marketingassistentin gesucht. Ja, bitte? Hallo. Hi. Was ist? Komm doch rein. Mama und Arno haben mir angeboten, mein Kind zu Hause aufzuziehen. Hey, das ist doch wundervoll. Und was, wenn Nick misstrauisch wird? Das wird er spätestens im Verlauf deiner Schwangerschaft. Deshalb muss ich irgendwie geheim halten, dass ich schwanger bin. Millie, das wird dir kaum gelingen. Kannst du mir nicht helfen? Ich? Wie denn? Soll ich für dich etwa das Kind auf die Welt bringen? Es würde schon reichen, wenn du mir sagst, was ich machen soll. Nein, Millie. Das werde ich nicht tun. Aber wieso? Du bist die Einzige, die mir helfen kann. Die einzigen Menschen, die dir wirklich helfen können, sind Arno, Erika und Nick. Bitte. Ich kann dir nicht mehr weiterhelfen. Danke. Was willst du trinken? Was scharfes oder eher süß? Oh, ich nehme das, was du nimmst. Gut, dann mache ich uns mal einen Spezialcocktail. Ja, das klingt sehr gut. Eis? Ja, bitte. Kathi, was soll das?